Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen ein leckeres und gesundes Gericht zubereiten, und zwar den Vinaigrette-Salat. Es ist sehr bekannt in meinem Heimatland Moldawien. Es wird an Feiertage, an Geburtstagen, an besonderen Tagen zubereitet. Es ist sehr gesund und reich an Vitaminen. Und für den leckeren Salat brauchen wir folgende Zutaten. Rote Beete, die habe ich schon gekocht. Es dampft noch ein bisschen. Dann die Kartoffeln und Karotten habe ich auch schon gekocht. Wir brauchen noch Erbsen aus der Dose, dann Gewürzgurken, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Essig und Olivenöl. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Und wir legen sofort los mit dem Gemüse. Das heißt, die rote Beete, Kartoffeln und Karotten werden gepellt und klein geschnitten. Ja, die gekochten Karotten werden jetzt gepellt. Und so bereite ich alle Karotten vor. Nun werde ich die Karotten in Würfel schneiden und es geht dann die Diskussion schon los unter moldawischen Hausfrauen. Wie fein muss ein Vinaigrette-Salat geschnitten werden? Manche machen es ganz fein, manche gröbere Stücke. Also es ist euch überlassen, wie groß ihr das Gemüse schneidet. Ich werde euch meine Variante zeigen. Ganz normal im Würfel schneide ich das. Ich habe jetzt halbiert und dann nochmal halbiert, das heißt geviertelt. Und für mich ist dann die Größe der Stücke so in Ordnung, so ungefähr sieht es aus. Und dann kommt sofort in eine Schüssel alles rein. Nun sind die Kartoffeln dran, sie werden auch gepellt und klein geschnitten. Und so mache ich weiter mit den restlichen Kartoffeln. Nun kommen die geschnittenen Kartoffeln zu den Karotten rein. Und als nächstes schneide ich die Gürkchen. Bei dem Gürkchenschneiden mache ich es ähnlich wie bei den Karotten. Die werden längs geschnitten in 3. Dann halbieren wir das. Und die Gurkenstücke kommen auch zu den anderen Zutaten in die Schüssel rein. Die rote Beete wird auch jetzt geschält und geschnitten. Und dafür brauche ich Handschüchen, weil sie färbt ein bisschen. Und dann werden die Finger rot. Ich hasse es, mit Handschuhen zu arbeiten, aber hier geht nicht anders. Und so schäle ich alle anderen auch. Und das ist die letzte Aufgabe heute, die rote Beete noch klein zu schneiden. Und so mache ich es mal alle, also bis gleich. Nun gebe ich die Stücke rote Beete zu den anderen Zutaten rein. Das ist schon so eine schöne bunte Mischung hier. Jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Die Zwiebel. Die Zwiebel habe ich schon geschnitten, weil ich wollte nicht unbedingt vor der Kamera wieder weinen. Habe mir schon vorher vorbereitet. Dann noch die Erbsen. Dann würzen wir alles mit Salz und Pfeffer. Und Pfeffer noch. Und dann brauchen wir
1 Esslöffel Essig. Nicht zu viel Essig, weil die Gurke ist schon sauer von Geschmack und das darf nicht zu sauer werden. Und was wir noch brauchen ist Olivenöl. Nur noch die Sachen miteinander mischen. Dann fertig ist unser Salat. Guckt euch das an. So bunt. Das duftet alles so gut. Es wird nachher alles so schön in der Farbe von roter Beete sein. Und das liebe ich an diesem Salat. Und nun darf ich für euch probieren. Lecker. Unglaublich lecker. Et voilà, unsere leckere Vinaigrette ist jetzt fertig zum Servieren. Es ist bunt, es ist gesund, einfach zu machen, einfach sensationell. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir heute hier gehabt. Wenn ja, dann bitte liked, kommentiert. Diejenigen, die noch nicht gemacht haben, auf den Abo-Button da drücken und abonnieren. Und ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.